Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe in den letzten Wochen wieder haufenweise neue Produkte getestet und möchte euch heute sagen, welche davon sich lohnen und von welchen ihr lieber die Finger lassen solltet. Ich starte einfach mal mit den neuen Sachen von The Ordinary, denn The Ordinary hat ja kürzlich Körperpflegeprodukte gelauncht und auch ein Lippenpflegeprodukt, einen Lippenbalsam. Lasst mich mal ganz kurz hier in meiner Kiste wühlen. Und das hier sind die 3 Körperpflegeprodukte, die ich als PR-Samples zugeschickt bekommen habe. Und ich fange erstmal mit dem Produkt an, das ich gar nicht mal so schlecht finde. Und zwar ist das die Natural Moisturizing Factors plus Inulin Body Lotion. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Body Lotion von der Konsistenz und vom Hautgefühl super, super angenehm ist. Sie ist nicht klebrig, sie lässt sich toll verteilen, sie brennt auch nicht auf frisch rasierter Haut, habe ich persönlich selbst ausprobiert. Und sie trocknet eben auch nicht zu schmierig oder zu klebrig an. Das heißt, sie wird auch relativ schnell von der Haut aufgenommen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie meine Haut gut durchfeuchtet, aber sie hat jetzt nicht den krassesten Pflegeeffekt. Das heißt, wenn ihr eher zu der Personengruppe gehört, die so ein bisschen mehr Fett, ein bisschen mehr Öl braucht, dann wird diese Bodylotion nichts für euch sein. Das ist für mich so eine schöne Sommer-Bodylotion. Und hier komme ich jetzt zu dem Punkt, der mir nicht so gut gefällt. Ich finde nämlich, dass diese Bodylotion ja relativ kostenintensiv ist, vor allem wenn ich sie mit meiner Lieblings-Bodylotion von Isana vergleiche, dieser neuen Panthenol Bodylotion, die sich sehr, sehr ähnlich verhält und auch ähnlich anfühlt wie diese Bodylotion von The Ordinary. Ja, die von Isana ist jetzt nicht so fancy schmancy formuliert wie das Produkt von The Ordinary, aber sie macht einen richtig, richtig guten Job und das zu einem wirklich kleinen Preis. Deshalb würde ich sagen, wenn ihr jetzt gerade das Geld nicht locker sitzen haben solltet, dann könnt ihr auch getrost auf die Bodylotion von Isana zurückgreifen. Die 2 anderen Produkte von The Ordinary mochte ich leider nicht ganz so gerne. Und zwar habe ich hier zum einen das Body Serum mit Salicylsäure. Das ist aus meiner Sicht einfach viel zu flüssig, um es am Körper gescheit verwenden zu können. Und da es so unpraktisch in der Handhabung war, habe ich es wirklich sehr, sehr unregelmäßig verwendet und werde wahrscheinlich auch ja, relativ selten dazu greifen, weil ich es extrem unpraktisch finde. Und dann hat The Ordinary noch diese Face and Body Emulsion gelauncht, die 5% Niacinamid enthält. Finde ich von der Idee her jetzt gar nicht mal so verkehrt, vor allem in Kombi mit 5% Niacinamid, denn in dieser Konzentration kann Niacinamid durchaus hilfreich bei Hyperpigmentierung sein, aber irgendwas an dieser Creme mochte meine Haut nicht, weil sie ja bei dauerhafter Verwendung so ein bisschen unruhiger geworden ist. Die Emulsion an sich fühlt sich schön leicht an, lässt sich gut verteilen, hat kein allzu klebriges Finish, aber da sie meine Haut hat unruhiger werden lassen, werde ich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr darauf zurückgreifen und das Produkt doch eher am Körper aufbrauchen. Diesen Lipbalm von The Ordinary finde ich wirklich großartig. Zum einen gefällt mir die Verpackung, weil ich zumindest sowas bei Lipbalms noch nie gesehen habe. Und zum anderen gefällt mir, wie sich dieser Lipbalm auf meinen Lippen verhält. Denn ich habe eher strapazierte Lippen und Lippen, die eben auch zusätzlich zu Fett Feuchtigkeit benötigen, weil sie sonst extrem spröde werden. Ich meine, wenn man keine Probleme damit hat, dann merkt man da eventuell keinen Unterschied. Aber wenn ich diese typischen, super wachsigen, schmierigen Lipbalms auftrage, dann werden meine Lippen nur noch trockener und spröder. Das heißt, ich brauche einfach auch ein Produkt, das meiner Lippenhaut Feuchtigkeit zuführt und sie zeitgleich pflegt. Und das erfüllt dieser Lipbalm zu 100%, ohne zu wachsig, ohne zu schmierig zu sein. Endlich gibt es auch ein Sensitive Trockenshampoo von Isana und ich freue mich riesig über diese Entwicklung, dass einfach mal parfümfreie Trockenshampoos ins Sortiment aufgenommen werden. Denn ich bin Duftstoffallergikerin und es war eine Zeit lang wirklich gar nicht so einfach, parfümfreie
wasserfreie Trockenshampoos in der Drogerie zu finden. Ich muss auch sagen, dass ich keinerlei Unterschied zu dem Balea Sensitive Trockenshampoo feststellen konnte. Beide sind sehr, sehr ähnlich formuliert, nur mit dem Unterschied, dass das Isana Trockenshampoo noch zusätzlich Tigergras enthält. Aber um ehrlich zu sein, verspreche ich mir da nicht sonderlich viel von, weil ich diese Trockenshampoos sowieso nicht in aller Regelmäßigkeit benutze. Hier ist natürlich auch wieder Alkohol enthalten. Das heißt, wenn ihr eine empfindliche Kopfhaut habt, müsst ihr da so ein bisschen aufpassen und schauen, ob ihr damit klarkommt. Ich muss auch sagen, dass ich es in letzter Zeit regelmäßiger verwendet habe, einfach nur um zu schauen, wie meine Kopfhaut darauf reagiert, und ich war nicht ganz so happy damit, weil meine Kopfhaut doch so ein bisschen trockener geworden ist und ein bisschen mehr gejuckt hat. Das heißt, ich bleibe dabei, dass ich diese Trockenshampoos möglichst selten benutze. Dann teste ich aktuell einige Produkte von Geek & Gorgeous, weil ich gerne ein Ranking zu der Marke machen möchte. Und natürlich ist das allseits beliebte Vitamin C Serum am Start, das ich leider nicht so gut vertragen habe. Es hat meine Haut so ein bisschen gereizt. Sie ist dadurch einfach auch etwas unruhiger geworden. Aber das war mir auch von vornherein klar, denn ich weiß durch meine Tests, dass meine superempfindliche Haut mit diesen wasserbasierten Ascorbinsäure-Serien nicht ganz so gut zurechtkommt, weshalb ich lieber auf wasserfreie Produkte mit Ascorbinsäure zurückgreife. Nichtsdestotrotz muss ich die Rezeptur nochmal positiv herausstellen, denn als ich dieses Serum geöffnet habe, sah es glasklar aus. Und auch nach 2 Wochen sieht es immer noch glasklar aus, und das habe ich bei einem wasserbasierten Ascorbinsäure-Serum schon sehr, sehr lange nicht erlebt. Und natürlich lagere ich das im Kühlschrank, um den Oxidationsprozess der Ascorbinsäure zu verlangsamen. Aber dass ein Vitamin C Serum mit 15% Ascorbinsäure so aussieht, halte ich für keine Selbstverständlichkeit mehr, denn ich habe in letzter Zeit doch eher negative Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Und falls ihr eine etwas robustere Haut haben solltet und kein Problem mit 15% Ascorbinsäure haben solltet bei einem doch recht sauer eingestellten pH-Wert, dann schaut euch dieses Vitamin C Serum unbedingt an, denn man kriegt Geek & Gorgeous mittlerweile auch in der Drogerie, und ich finde, so ein Vitamin C Serum in der Drogerie zu finden, ist gar nicht so einfach. Das Peptid-Serum von Balea hat für so ein kleines bisschen Furore in der Skincare-Community gesorgt. Jetzt nicht in großem Ausmaß, aber ich zumindest habe so ein kleines bisschen mitbekommen. Zum einen liegt es daran, dass hier von Kupferpeptiden die Rede ist, also Plural, aber nur ein einzelner Rohstoff in der Formulierung verarbeitet wurde. Und ich glaube, sowas passiert, wenn das Marketingteam sich nicht mit dem Entwicklungsteam abspricht. Das heißt, wenn einfach ein geplantes Marketing übernommen wird, ohne dass man das nochmal mit der Rezeptur abgleicht. Und ich muss sagen, dass mir das bei Balea in letzter Zeit häufiger aufgefallen ist und ich natürlich Verbraucher bzw. Verbraucherinnen absolut verstehen kann, wenn man sich da so ein bisschen veräppelt fühlt. Ein anderes Problem ist die recht geringe Einsatzkonzentration, in der das enthaltene Kupferpeptid verarbeitet wurde, und zwar ist hier nur 0,1% enthalten, aber das heißt natürlich nicht, dass es überhaupt nichts bringt. Peptide sind im Allgemeinen, vor allem im Vergleich zu anderen Slow-Aging Actives, ein bisschen weniger gut erforscht, vor allem wenn man sich auch auf unabhängige Forschung bezieht. Aber das heißt natürlich, wie gesagt, trotzdem nicht, dass es nichts bringt. Es kann durchaus sein, dass diese geringe Konzentration beispielsweise Pickel vorbeugen kann und feuchtigkeitsbindend wirkt. Aber ich persönlich würde mir einfach von diesem Serum nicht zu viel erhoffen. Dennoch muss ich sagen, dass ich das Serum im Vergleich zu anderen Balea-Serien recht gerne benutzt habe. Es lässt sich gut verteilen, es spendet meiner Haut ganz gut Feuchtigkeit, es hat eine wunderschöne Farbe aufgrund des enthaltenen Kupferpeptids
und es trocknet nicht ganz so klebrig an wie das Balea Plump & Glow Serum. Also es ist immer noch etwas klebrig, aber nicht so extrem klebrig. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Isana Peptid Serum vom Hautgefühl ein kleines bisschen angenehmer finde. Außerdem gibt es jetzt von Isana ein neues Plex-Produkt, und zwar das Leave-In Serum, und ich muss sagen, dass ich es wirklich großartig finde. Das ist eins der besten Leave-In-Produkte für mein gering poröses und glattes Haar, denn die meisten Leave-In-Conditioner oder Haarpflegeprodukte lassen meine Längen super fettig oder strähnig aussehen und beschweren sie einfach zu stark. Aber das ist bei diesem Leave-In Serum absolut nicht der Fall. Es lässt sich toll verteilen, es hat eine schöne Konsistenz, es macht mein Haar wunderbar geschmeidig und glänzend und ja, verhindert einfach so ein bisschen diese fliegenden und aufgeladenen Haare. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne und nutze es mittlerweile regelmäßig. Ich kann es sogar in komplett trockenes Haar einarbeiten, ohne dass es komisch aussieht. Ich lasse es dann so ein bisschen einziehen und kämme meine Längen nochmal durch, und es sieht einfach jedes Mal großartig aus, aber es ist schon krass parfümiert. Klar ist das super subjektiv, dennoch finde ich einfach, dass der Duft sehr, sehr synthetisch ist und auch so ein bisschen in meinen Nasenhöhlen brennt. Allerdings verschwindet die Parfümierung relativ fix und bleibt auch nicht zu lange in den Haaren hängen. Da sind wir schon am Ende angelangt. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat und euch auch ein kleines bisschen bei eurer Kaufentscheidung weitergeholfen hat. Wenn dem so war, würde ich mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen, und wenn ihr das Video teilen würdet, denn wie ihr wisst, hilft das mir und meinem Kanal extrem auf die Sprünge. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ihr eins der gezeigten Produkte getestet habt und welche Produkte ich vielleicht noch testen soll. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!